Poncho an, Poncho aus, Poncho an, Poncho aus. Rauf, runter, rauf, runter. Also man schwitzt so in diesem Plastikzeug, es ist so extrem dunstig und dann auch noch das. So, es ist Donnerstag, der 29. Oktober, 8:45 Uhr. Wir verlassen nach 2 Tagen Aufenthalt in Vigo die Stadt und gehen unser nächstes Ziel an, Sesantes. Es regnet ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. Wenn es so bleibt, dürfte das Wetter kein Problem darstellen. Ja, wow. Das sind keine Plastik. Nicht die tolle Form. Da unten bei diesen Plattformen, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht gut am Video, da werden die Muscheln gezüchtet. Berühmte, es sind sehr, sehr viele. Ich glaube, ich habe gelesen, eine der größten Muschelzüchtereien der Welt. Poncho an, Poncho aus, Poncho an, Poncho aus. Das ist halt der Weg.
drauf ist? Ja. Ja oder nein? Ja. Du? Ja, auch. 75 Meter. 30. Das da oben ist das, oder? Ja, 35. Nach einer äußerst erholsamen und guten Mittagsrast setzen wir unseren Weg fort. Es war jetzt wirklich eine sehr, sehr angenehme Erfahrung. Sehr gastfreundlich, sehr schönes Essen, auch sehr gut. War schön. Gut gelaunt, satt und auch gut zu Fuß unterwegs, muss man auch sagen. Es war ja nicht selbstverständlich, dass das überhaupt funktioniert. Es geht jetzt weiter in unser nächstes Ziel und das ist nicht Cervantes, oder? Cesantes. Ich muss schon aufklären lassen. Cervantes ist was anderes. Man sieht es leider auf den Videos nie, aber da geht es so richtig steil runter. Und das ist für unsere Füße alles andere als angenehm. Aber zum Glück haben wir sie nicht mehr so weit, wenn wir wieder mal der Wegbeschreibung und der App vertrauen können. Geilo Matico, wir sind wieder am Meer.
haben unser heutiges Ziel erreicht. Wir sind in Cesantes und in der Pension O Regato. Ja, hallo. Grüß euch aus... Cesares. Ich sage immer Cervantes, weil das ist was anderes. Ja. Ja. Cesares in der Ria von Vigo. Wir sind heute 21 Kilometer marschiert. Wir wollten an sich nur 18 marschieren. Ja, es ist dann mehr geworden. Es war ja gar nicht klar, ob wir überhaupt gehen können, ob wir das heute wieder schaffen. War ja kurz an der Kippe alles, wir haben es aber dann versucht und es ist verhältnismäßig gut gegangen. Es war sogar überraschend gut. Ja, ich habe mich frisch getaped und mit der Wundersalbe eingeschmiert in der Früh in Vigo. Dann haben wir das schnuckelige Zimmer verlassen. Nein, ich war so froh, dass wir da draußen waren. Es war eine Katastrophe. Die Bude war eine Katastrophe, wirklich. Und ich habe ja, ein paar von euch haben ja gelacht, wie ich gesagt habe, ich nehme ein Bettwanzenspray mit. Ich war froh, dass ich ihn mitgehabt habe. Ja. Es gab eine Rezession vor 2 Wochen, dass jemand Bettwanzen dort gehabt hat. Bekanntschaft gemacht hat mit Bettwanzen, genau. Ja, also der Tag war heute wunderschön, obwohl sehr abwechslungsreich. Wir haben ununterbrochen, vor allem die erste Hälfte des Tages, ständig Poncho an, Poncho aus, Poncho an, Poncho aus. Also ständig geregnet hat, heftig geregnet hat, dann war der Regen wieder weg, dann war die Sonne wieder da. Und es hat sich ewig gezogen, bis wir aus Vigo draußen waren, also, weil die Stadt hat man immer noch gesehen. Und es war ein schöner Blick über die Bucht, aber es war auch das Wetter, die Wolken, sehr wolkenverhangen und zeitweise eben Regen. Mhm. Aber wir haben unterwegs wirklich schöne Begegnungen gehabt. Wir haben eine Frau kennengelernt Eine Kanadierin aus Kanada. aus Toronto. Und ja, die uns ein Stück weit begleitet hat, die auch schon ein bisschen fußmarot unterwegs war und sich über Begleitung gefreut hat. Haben dann 2 kurze Pausen eingelegt. Die erste, 10 Kilometer nach 10 Kilometern in ich weiß nicht, ob das der Ort war. Nein, das Gasthaus hieß Oedo Velho Cabañas. Also und das war super. Also so herzlich empfangen worden und wirklich super Leute. Wirklich super Leute. Irgendwie sind alle im Halloween-Fieber und überall sind Spinnweben, Dekos. Und ja. Aber es ist eine wirklich super Jausenstation. Genau. Die zweite Pause haben wir dann eingelegt, kurz nachdem wir in Redondela angekommen sind. Wir hätten ja auch in Redondela Halt machen können, haben aber gesagt, na, wir gehen ein Stückchen weiter. Und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. In Redondela haben wir wirklich gemerkt, dass jetzt immer noch genügend oder viele Pilger unterwegs sind. Das war ja, also bisher unser ganzer Weg von Porto bis hierher war ja fast nichts. Wir sind ja den Großteil der Wege allein gegangen und haben ganz selten nur andere Wanderer getroffen, andere Pilger. Und da plötzlich war ein großes Aufkommen. Es waren plötzlich ganz viele Leute unterwegs, viele Amerikaner, viele Deutsche. Ja. Da treffen sich offensichtlich die Pilgerwege, der Camino Central, der Litoral und der Costal, alle in einem Punkt. Und dann da treffen sich die Wege und gehen, glaube ich, gemeinsam bis Pontevedra. Dann gibt es wieder eine Abzweigung mit dem Spiritual. Ja. Wir sind jetzt in Cesantes, sagst du, heißt es? Cesantes. Wir sind in Cesantes in der Pension O Regato untergekommen und das ist auch, wir wurden super herzlich und lieb empfangen. Jetzt, ich war so glücklich, dass wir wieder mal ein sauberes Zimmer haben, einen sauberen Raum, alles Mögliche da, was man bräuchte oder brauchen könnte, angefangen von Kaffeemaschine über Getränkeautomat, also wirklich auch ein guter Service und sehr herzlich die Aufnahme auch gewesen. Wir sitzen jetzt am Meer, schauen uns ein bisschen noch den Sonnenuntergang an, da hinten, den könnt ihr jetzt leider nicht sehen, schauen den Booten zu und werden dann da gleich um 6 am Abend noch
ein gutes Abendessen zu uns nehmen. Ja, wir waren selbst sehr überrascht, wenn wir es geschafft haben. Wir haben tatsächlich 180 Kilometer schon gemacht, sind jetzt unter 100 Kilometer, ich glaube jetzt sind wir bei 92, die noch vor uns liegen und dann ist der Camino schon wieder vorbei. Ja, Also unglaublich, wie schnell das gegangen ist. Aber schön. na Gott sei Dank haben sich die Füße einigermaßen regeneriert und diese Wundercreme und das Tapen tun ihr Übriges. Gut, okay, soweit. Erstes kurzes Update oder ein neues kurzes Update. Wir werden jetzt noch den Sonnenuntergang genießen und unser gutes Abendessen schmecken lassen. Danke für euer Interesse, dass ihr wieder dabei wart. Alles Liebe.